Herzlich willkommen bei How to Crypto. Heute zeige ich euch, wie ihr eure Kryptogewinne ganz einfach und entspannt anonym auscashen könnt und euch mal was gönnen könnt. Hierzu gehen wir auf nelzex.net. Das ist ein Produkt von New Eternal Life. Zu anderen Produkten von diesem Projekt habe ich auch schon Videos gemacht, sie sind hier in der Infobox verlinkt. Wie man zum Beispiel über 1% am Tag auf USDT machen kann. Falls euch das interessiert, schaut hier in die Infobox. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es darum, wie wir anonym unsere Gewinne auscashen können, jetzt oder im Bullrun. Hier müsst ihr euch einen Account erstellen. Momentan ist es nur mit Formular möglich. Eventuell wird es in Zukunft wieder für alle freigeschalten sein. Falls ihr das Formular wollt, kommt in die New Eternal Life Gruppe. Dort könnt ihr es ganz einfach ausfüllen. Der Link ist in der Beschreibung von dieser Gruppe. Und dann gehen wir hier auf Marktplatz. Meiner Meinung nach ist das Ganze sehr, sehr geil gemacht. Hier kann man Rewe-Gutschein kaufen, Amazon-Gutschein, Mediamarkt-Gutschein, dann Visa Prepaid-Karten mit verschiedenen Beträgen, 100 Euro, 50 Euro und 250 Euro, was meiner Meinung nach momentan so ziemlich das Interessanteste ist. Wenn man diese gekauft hat, kann man sie ganz einfach in Apple Pay einfügen und damit ganz einfach zahlen. Die laufen auf keinen Namen, da sie als Geschenkkarten durchgehen. Also eine sehr nice Geschichte. Dann noch was ganz Nices. Hier kann man auch Gold kaufen. Jetzt stellt euch die Frage, wie soll man denn anonym Gold kaufen übers Internet? Übrigens, ich will euch hier in diesem Video zu nichts verleiten. Also macht immer brav eure Steuererklärungen und zahlt eure Steuern auf die Kryptogewinne. Aber theoretisch könnte man sich hier ein paar Daten ausdenken, eine neue E-Mail-Adresse erstellen und so weiter. Dann diese ganze Lieferung zum Beispiel an einen Amazon-Hub oder ähnliches senden. Wer das nicht kennt, das sind solche Fächer, sage ich jetzt mal, zu denen man Dinge hinliefern lassen kann und sie dann einfach und bequem abholen kann. Falls ihr das nicht kennt, erkundigt euch mal nach Amazon-Hub. Ich finde, diese Dinge sind eine gute Alternative, wenn man seine Adresse nicht überall preisgeben möchte. Dann schickt man es einfach zu diesem Amazon-Hub und holt es dann anschließend von dort ab. Somit ist eure Adresse nicht bekannt, die Daten, die ihr eingebt, könnten theoretisch erfunden sein und ihr bezahlt hier mit Kryptos ohne KYC. Also falls ihr eure Privatsphäre schätzt, hier eine ziemlich nice Möglichkeit. Hier kann man auch noch Gold kaufen, das in der Schweiz in einem Depot gelagert wird, aber das ist meiner Meinung nach nicht so interessant. Und hier bei den Visa-Karten auch, hier muss man nur eine E-Mail eingeben. Hier könnte man natürlich auch nicht seine eigene E-Mail nehmen, sondern eine extra für diese Karte neu erstellte. Genauso wie hier bei diesen Gutscheinen. Jetzt schauen wir mal auf den Preis dieser ganzen Dinge. Denn für zum Beispiel eine 100 Euro Prepaid-Karte zahlt man 121 $. Denn New Eternal Life behält sich natürlich ein paar Gebühren für sich selbst für diesen Service, was ich auch vollkommen okay finde. 100 Euro sind ca. 107 $ wert. Das heißt, New Eternal Life behält hier 14 $ an Gebühren, was ca. 11% sind. Das finde ich vollkommen okay. Für diesen nicen Service hier, bei dem ich anonym meine Kryptogewinne auscashen könnte, zahle ich gerne 11%. Das ist meiner Meinung nach vollkommen im grünen Bereich. Gut, wie zahlen wir jetzt hier Kryptos ein, um sie zu kaufen? Zum einen könnte man natürlich in diese besagten Produkte, bei denen man über 1% momentan am Tag kommt, investieren. Das Video ist wie gesagt in der Infobox. Und dann die Gewinne hier mit diesen Möglichkeiten auscashen. Oder man zahlt es extern ein. Hierzu gehen wir auf Geldbörsen, dann gehen wir hier auf Handel. Hier steht bei euch dann Brieftasche erstellen, wenn ihr USDT einzahlen wollt. Danach auf Aussicht, auf Anzahlung und dann kann man hier schon über die ganzen Netzwerke einfach und bequem hier einzahlen. Wenn ihr dann eingezahlt habt, liegt es dann hier auf Handel. Wir müssen es aber, um hier etwas kaufen zu können, auf Finanzierung rüberschieben. Das heißt hier auf Aussicht, auf Transfer und dann nach USDT Geldbeutel finanzieren. Ist etwas schlecht übersetzt, aber man weiß, um was es geht. Die Menge eingeben und dann auf Transfer. Ach ja, bevor ihr das Ganze transferiert, müsst ihr hier noch auf Finanzierung gehen. Bei Finanzierung auch bei USDT auf Brieftasche erstellen gehen. Dann könnt ihr es rüber transferieren und dann seht ihr hier in Finanzierung die Balance. Und somit könnt ihr euch hier schon auf der Seite austoben und ein bisschen shoppen gehen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet und teilt mir auch gern mit, wenn ihr andere Möglichkeiten habt, um anonym Kryptos auszucashen. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video bei How to Crypto.